Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video zum 944er. Heute wollen wir hier mal die Bremsen wechseln. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, da war doch schon mal ein Video zum Bremsenwechsel. Damals war es eine Vierkolbenbremse, das ist ein früher Zweier, der hat noch die Schwimmsattelbremsen. Wir werden an dem Fahrzeug die vorderen Bremsscheiben und alle Bremsbeläge wechseln. Die Ersatzteile habe ich wie immer von Mike, das sind jetzt zum Beispiel Sepro-Scheiben und Texta-Belege. Die Adresse von Mike seht ihr unten, ein Spitzenservice und gute Preise. Der Bremsenwechsel beginnt mit dem Lösen der Radmuttern und das machen wir natürlich vor dem Aufbau. Ich nehme die Fahrzeuge immer an der Bordwagenheberaufnahme hoch. Ich habe da extra so einen Gummipuck besorgt, der kommt hier rein in das chinesische Billigteil. Und dann hebt das Auto beide Beinchen an. So, dann sichern wir das Fahrzeug mit Holz und zwar unter der vorgesehenen Aufnahme hier. Keinenfalls hier. So sitzt das Auto sicher auf Holz. Jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Das Rad hält er jetzt unten ein bisschen mit den Füßen fest und dann können wir die Schrauben rausmachen. Mit den Füßen ein bisschen gegenhalten, dann fällt das Rad nicht von der Nabe. Und jetzt können wir das so runtersetzen. An den Bolzen der Bremse ist so eine Sicherungsklammer, die müsst ihr jetzt hier so entnehmen. Das gleiche dann nochmal oben. Und dann fällt die Klammer raus. Der Wandkontakt kommt hier vom Entlüftungsventil raus. Und jetzt müssen diese Bolzen hier ausgetrieben werden. Nehmt da so einen kleinen Durchschlag und dann geht sie ganz langsam nach außen raus. Ruhig noch ein Stück schlagen, irgendwann wird er dann locker, dann geht es von hier weiter. Langsam kommt der Stift raus. Hat halt hinten nicht so viel Platz zum Schlagen. Er sitzt nicht besonders fest, aber es ist halt ein bisschen wimmelig. Wenn die mal weit genug draußen sind, könnt ihr die rausziehen. Seht ihr? Das waren sie schon. Hier, Federklammer, zweimal Stifte. Den Wandkontakt müsst ihr hier aus dem Halter nehmen und dann hier trennen. Jetzt setzt ihr hier an und drückt den Kolben ein bisschen zurück. Ganz gemütlich. Oben schauen, dass keine Bremsflüssigkeit ausläuft. Ihr seht, der kommt schon vollkommen frei. Dann könnt ihr einfach den Belag hier entnehmen. So, da hat der Wandkontakt schon angefangen zu schleifen. Den könnte man zwar zur Not nochmal benutzen, den Wandkontakt, aber wir machen sowieso neue rein. Setzt er hier an und drückt den Schwimmsattel so rüber, dass wir für den anderen Belag Platz kriegen. Und jetzt können wir den anderen Belag entnehmen. So, ihr seht, hier ist schon eine ziemlich steige Einlaufspur. Die Scheiben waren ursprünglich mindestens so dick wie der äußere Rand. Das ist schon mehr als 1 mm weggefühlt. Das heißt, wir brauchen hier auch neue Scheiben. Die Scheiben haben aber keinen Topf, wie bei meinem letzten Film über die späten Modelle mit den Vierkolbenbremsen, sondern die Scheibe ist hier in der Radnabe drin verbaut. Das heißt, der Sattel muss weg, dann muss die ganze Radnabe, vorderer Teil des Lagers und alles raus. Der Bremssattel ist mit 2 Schrauben verschraubt. Die müssen wir jetzt lösen. Okay, wie immer, wenn es schwer geht, braucht man halt einen langen Hebel. Oh, ist das aber wirklich gemütlich. Und die obere ergibt sich auch. Nochmal umsetzen und dann noch ein Stück weiter. Jetzt können wir mit der Ratsche arbeiten, das ist kein Problem mehr. Wenn wir jetzt den Bremssattel ausbauen, können wir natürlich nicht an der Bremsleitung hängen lassen. Ich hänge ihn hier mit dem Fleischhaken auf, könnt ihr da oben in der Feder einhängen. So, allmählich kommt die Schraube, den Rest schaffen wir auch per Hand. Müssen wir die untere noch machen. Müssen wir die untere auch noch aufschrauben. Irgendwann kommt sie raus. So, die untere haben wir schon mal. Jetzt noch die obere. Den Sattel müsst ihr jetzt mit einer Hand schon festhalten. Jetzt muss ich die irgendwann rausnehmen. Okay. Und jetzt kommt der Sattel auf den Fleischerhaken. Den könnt ihr jetzt so abnehmen. Früher beim Käfer hat man die Radkappen so runter gemacht. Aber da war das noch nicht alles aus Aluminium, also so ganz, da saßen es auch nicht so stramm. Porsche schreibt, man soll es mit 2 Montiereisen machen. Wie das gehen soll, ist mir vollkommen unklar. Aber so ganz langsam abarbeiten. Reihe rum, dann geht's.
Ihr seht, jetzt ist es schon 2 mm außen. Immer wieder an der engsten Stelle und irgendwann kommt sie dann runter. Noch einschlagen, wir haben sie. Bumm, das war sie. So, jetzt muss diese Klemmverschraubung hier runter. Und zwar hat die hier eine Imbusschraube. Und da gibt es einen Eingriff in der Radnabe. Das müsst ihr so stellen. Dann kommt man hier mit dem Imbusschlüssel durch. Das ist ein 6er. Und dann könnt ihr die aufmachen. Wenn sie lose wird, könnt ihr die jetzt entnehmen. Dann setzt ihr das sauber auf die Seite. Kann die Klemmschraube und das Radlager entnommen werden. Und jetzt kann die ganze Einheit mit der Bremsscheibe entnommen werden. Damit kein Dreck in das Lager kommt, setzen wir hier ein Papier ein und das gleiche nochmal an der Opposite Side. Und das alte Fett von der Narbe putzen wir natürlich ab. Den Aluminiumteil könnt ihr mal gründlich reinigen, dann seht ihr überhaupt, was da alles so drunter hervorkommt. Die Bremsscheibe ist jetzt mit der Radnabe verschraubt, und zwar hier sitzen die Muttern und auf der anderen Seite die Schrauben. So, die alte Scheibe können wir ruhig in den Schraubstock einspannen, kommt ja eh in Müll. Dann lösen wir das von der Mutternseite her, hinten gegenhalten und vorne aufdrehen. Und die letzte. So, dann können wir mal die ganzen Muttern entnehmen. Und unter den Muttern sitzen auch noch Federscheiben. Und die letzte. Die Schrauben sollten eigentlich von alleine durchfallen. Wenn sie es nicht tun, holt das halt langsam raus. Gewinde haben sie keins. So, die Radnabe hält jetzt hier fest und dann von der anderen Seite mit einem ganz weichen Gummihammer ein paar Schläge und dann kommt sie aus der Scheibe raus. Und die ist jetzt Schrott. Die Anlageflächen hier könnt ihr jetzt mit ganz feinem Schleifpapier, ich glaube Porsche schreibt sogar 120er, was ich schon als grob ansehe, ein bisschen reinigen. Auf die Anlagefläche könnt ihr ein bisschen Hochtemperatur Keramikpaste machen, auf keinen Fall Kupferpaste, weil die Narbe besteht ja aus Aluminium. Nur ein Hauch zum Schutz. Dann kommt die neue Bremsscheibe auf die Löcher, so die Bohrungen treffen. Die rastet hier ein, lässt sich aber ganz gut drehen, also das Maß passt perfekt von den Scheiben. Die Schrauben waren von der Seite, die kommen jetzt also hier rein. Und von der Unterseite her, also in den tiefen Kanälen, waren die Federscheiben und dann die Muttern. Dann ziehen wir die wieder im üblichen Sternmuster, wie bei den Radschrauben auch, fest. Anzugsmoment für die Schrauben sind 23 Newtonmeter. Eine haben wir schon. 2 und dann wieder in dem gleichen Sternmuster. 3. Und die letzte. Die neuen Belege könnt ihr hier an der Kante ein bisschen anfassen. Dies verkürzt die Zeit des Einbremsens. Manche Belege werden auch schon mit der Phase geliefert, bei denen ist sie nicht drauf, machen wir sie halt selbst drauf. Die Stifte der Bremse könnt ihr jetzt entweder aufarbeiten oder Mike verkauft euch auch gern neue. Ich mache sie hier in die Drehbank und ziehe es einfach mit ein bisschen feinem Schleifpapier ab. Die müssen nur blank sein, dass sie gut rutschen. Wenn die jetzt total verrostet werden, muss man sie natürlich ersetzen. Machen wir noch die Gegenseite.
jetzt wieder aufsetzen, kommt hier mal eine gute Menge Fett drauf. Und irgendwie 60 Gramm, was da insgesamt rein muss, glaube ich. Dann kommen die Tücher wieder aus dem Lager. Und jetzt müsst ihr natürlich das Lager innen auffetten. Also hier eine anständige Ladung rein. Das hintere Lager. Dann setzt ihr den Topf an. Jetzt ist es reingerutscht, das Lager. So, dann kommt hier vorne ein bisschen das alte Fett raus. Das Lager wird auch gut abgefettet. Dann kommt das Lager hier drüber. So. Wenn ihr das aufsetzt, müsst ihr aufpassen, hier ist eine Nase und für die Nase gibt es hier an der Welle eine Nut. Und nur in der Stellung macht es Sinn. Dann setzt ihr das Teil wieder auf. Außen ist eine Beschriftung, innen ist sie blank. Die blanke Seite also nach innen. Diese Druckscheibe lässt sich hier noch leicht bewegen. Jetzt müsst ihr diese Klemmmutter so lange andrehen, bis sich die Scheibe gerade noch ohne viel Verkanten bewegen lässt. Das ist alles noch viel zu einfach. Aha, jetzt steht sie überhaupt erstmal an. Jetzt ist es aber auch noch zu einfach. Jetzt geht es allmählich schwer. Aha. So kommen wir ungefähr hin. Auch noch. In dieser Position wird dann die Klemmschraube dieser Klemmmutter angezogen. Wieder durch den Eingriff in der Radnabe. Und dann bekommt die Geschichte 13 Newtonmeter. Das reicht, mehr nicht. Zu guter Letzt kommt hier noch Fett in die Kappe. Oder ins Loch natürlich unter der Kappe. Das Lager auch in Zukunft Fett hat. Dann abstreichen und dann kommt die Fettkappe ansetzen und da könnt ihr jetzt einen großen Gummihammer nehmen und die immer so schön, dass sie nicht verkantet reinarbeiten. Bis sie hinten ansteht. Jetzt sollte das Rad wieder einwandfrei laufen. Nach der ganzen Fettaktion schadet Bremsenreiniger sicherlich nichts. Das Ganze natürlich auch auf der Rückscheibe der Bremse. So, jetzt müssen wir diesen Bremssattel hier reinigen. Und da müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein. Porsche schreibt, dass man gar keine solche Instrumente benutzen darf, aber wenn das ein bisschen so reibt wie ich, also nicht richtig kratzt, dann geht es schon. Und ihr könnt auch ein Zahnbürstchen benutzen. So. Wenn das Ganze mal sauber ist, sieht die Sache so aus. Ihr kontrolliert jetzt die Manschette, die ist noch soweit in Ordnung. Und hier sind 2 Maigen. Und diese Maigen müssen unter 20 Grad hier stehen. Das passt bei dem Kolben mal überhaupt nicht. Von Porsche gibt es natürlich wieder ein Spezialwerkzeug, die 20 Grad Kolbenlehre. Aber es könnt ihr auch so machen. Ihr nehmt ein Winkelmesser, misst die 20 Grad ab. Zur Not tut es auch das Geodreieck von der Schule. Und dann stellt ihr die 20 Grad an eure Schmiege ein. Und wir haben schon eine 20 Grad Leere. Hinten eingelegt werden, so dass sie gegen die Scheibe zeigt. Und ihr seht, die Markierungen passen überhaupt nicht. Die Markierung muss hier sein. Und die andere muss da hinten sein. Das heißt, ich muss den Kolben jetzt um 60 Grad ungefähr drehen. Dafür gibt es eine Kolbenzange. Wenn ihr viel Kraft in den Fingern habt, geht es auch mit den Fingern. Zeigt auch, dass der Kolben noch leichtgängig ist. Seht ihr? Er kommt rum. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir die 20 Grad haben. Jetzt seht ihr, die Schmiege steht an beiden Markierungen an, jetzt passt der Kolben. Dann können wir den Sattel wieder einbauen, der kommt jetzt hier drüber. Und dann mal eine Schraube zur Sicherung rein. Die Schrauben zieht er jetzt mal so weit an, wie es mit der Hand geht. Dann sitzt der ganze Sattel ja mal in seiner Position. Das genügt. Drehmoment machen wir, wenn alles montiert ist. Jetzt müsst ihr den Schwimmsattel komplett zurückziehen. Wenn es mit Gefühl nicht geht, könnt ihr auch ein bisschen Gewalt anwenden. So, dann muss nämlich der Belag hier reinpassen.
Und da haben wir das Problem, der muss hier drüber gehen. Hier ist eine Nase, wo wir nachher mehr Platz haben, aber die muss in die Vertiefung am Sattel. Dieses Auto hat ja noch Stahlsättel, also da könnt ihr ruhig Kupferpaste benutzen. Die Kupferpaste kommt zum einen mal auf die Rückseite, aber nicht zu viel, übertreibt es nicht mit dem Zeug. Und hier auf die seitlichen Führungen auch. Dann wird der äußere Belag eingesetzt. Muss der über die bewusste Nase. Ihr seht, aha, jetzt ist er drin. Und hier ist die Nase, wo der jetzt einrasten muss. Seht ihr? Da unten hier an der Stelle. Und genau da muss er rein. Könnt es auch messen, indem ihr hier oben die Stifte reinmacht. Der innere Belag bekommt auch ein Verschleißsignal. Bei den Verschleißsignalen müsst ihr jetzt aufpassen. Die sind nämlich unterschiedlich lang. Die sehen sonst gleich aus. Das kürzere ist für vorne. Und dieses wird hier so eingesteckt. Könnt ihr nicht verwechseln, weil es rutscht hier drunter. Jetzt ist das drin und wenn der nachher hier anschleift, dann kommt wieder eure Warnleuchte im Auto. Auch der bekommt natürlich seine Pasteladung. Da gibt es spezielle Rücksetzwerkzeuge, ist hier aber gar nicht nötig. Ich habe sogar eins, aber braucht man nicht. Man stellt jetzt hier ein Stückchen Holz rein und dann vorsichtig nach hinten drücken. Und das wird schon. So, der hintere kommt natürlich auch wieder so rein, dass die Reibseite hier hin zeigt und bis er die Stifte trifft, das reicht schon. Gut, so bei der ganzen Rücktrickerei müsst ihr aufpassen, dass euch der Behälter hier nicht überläuft. Da müsst ihr erstmal den Filter rausmachen und dann könnt ihr mit einer Injektionsspritze abziehen. So ein bisschen noch, sicher nahe Minimum, jetzt müsste auch für die anderen Bremsen noch reichen. Dann setzt er den Filter wieder zurück. Reinigt nochmal alles, weil das ist nämlich immer eine fürchterliche Kleckerei, das ist kein der ganze Spaß. Aber aufpassen, dass er keinen Dreck reinbringt. Dann kommt der wieder drauf und der Schraubedeckel. Als nächstes werden die Stifte gefettet. Könnt ihr auch wieder das Kupfer Hochtemperaturfett nehmen. Dann wird dieses Blech, ihr seht schon, das läuft hier, also da kommt ein bisschen Fett rein. Und hier, da wo es läuft. Da unten geht auch ein bisschen, aber da ist nicht ganz so wichtig. Hier, hier. Bei der Orientierung der Feder ist die Richtung egal, da ist sie symmetrisch, aber die kommt nicht so, sondern so rum rein. Hier laufen die Pins. Also muss es so eingelegt werden. Ich suche jetzt mit dem Schraubenzieher, so wie der Pin da reinkommt, das ist so ungefähr, ihr seht, da muss man ein bisschen die Feder ausdrücken. Und dann kommt mal der Pin dadurch. Das war der erste, dann kommt er übers Blech. Sehen wir schon mal ein Dings und dann machen wir gleich den unteren rein. Und das Blech durch. Und ihr seht, der untere hat schon verloren und der hat auch verloren. Wenn sie mal so weit drin stecken, dann könnt ihr den Rest mit dem Hammer machen. Und jetzt muss diese wundersame Klammer wieder rein. Die hält zum einen mal den Wandkontakt, den können wir gleich mal verlegen. Der kommt hier unter dem Entlüftungsventil durch. Einfach unter der Kappe durchstecken und dann wird er hier verbunden. Beim Verbinden müsst ihr aufpassen, der kann nicht um 180 Grad gedreht werden. Das ist ein Pin und eine Buchse und die müsst ihr treffen. So, und dann geht er ohne Probleme. Dann könnt ihr dann auch gleich in die Halterung hier drücken. Jetzt kommt die Klammer drauf und das lustigste Spiel ist, dass ihr jetzt die Pins so drehen müsst, dass die in die kleinen Löcher in den Pins gehen. Also die Klammer kommt vom Prinzip her erstmal so drauf, die hält hier das Kabel. Und jetzt müssen wir hinten schauen, wie wir die über die Pins kriegen. So, ich versuche mal den Pin so zu drehen, dass er das Loch genau zum Draht steht. Dann setzen wir den Draht mal vorsichtig an. Seht ihr, jetzt ist er drin, hier der Sicherungspin. Das gleiche müssen wir jetzt unten noch machen. So, hier unten seht ihr, das Loch fluchtet ungefähr mit meiner Richtung.
probieren wir das gleich mal, ob wir es reinkriegen. Ziehe den Pin mit der Spitzzange in die Nähe. Und wir sind drin. Seht ihr? So liegt die Klammer, Kabel sichert sie. So muss es auf beiden Seiten aussehen. Am Schluss werden die Schrauben noch, und das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, mit 85 Newtonmeter angezogen. Okay, das war die eine. Und auch die obere Schraube bekommt ihre 85 Newtonmeter. Nach dem Wechsel an jeder Bremse drückt ihr jetzt ein paar Mal das Pedal, weil das fällt nämlich durch. Manche Leute sind ja schon losgefahren so. Hat auch den Vorteil, dass die Bremsflüssigkeit sich jetzt wieder runtersenkt, bevor wir die nächste Bremse machen. Auf die Anlageflächen hier müsst ihr Keramikpaste machen, weil das ist wieder Alu. Also keinenfalls Kupferpaste benutzen. Wieder an. Dann setzt er langsam die Schrauben wieder an. Dann zieht er das im üblichen Sternmuster. Erstmal wieder handfest an. Dann das Rad gegenhalten mit der Hand. Einmal mit der Ratsche die gleiche Nummer. Jetzt heben wir das Fahrzeug an der Bordwagenheberaufnahme wieder eine Idee an. Und der kleine 944er kann wieder auf seine Räder. Die Räder werden mit 130 Newtonmeter jetzt angezogen. Auch wieder das übliche Sternmuster. Einmal außenrum genügt. Die Seite haben wir geschafft. Jetzt mache ich ohne euch, man muss auch mal alleine arbeiten können, die andere Seite vorne und dann geht es hinten weiter. Die Arbeiten hinten laufen sehr ähnlich zu der Bremse vorne ab. Deshalb zeigen wir euch die hintere Bremse nur etwas verkürzt und die wesentlichen Unterschiede. Wir heben den Wagen wieder an der Bordwagenheberaufnahme an, können ihn jetzt aber hier an der Säule unterstützen. Hier an diesem Vierkant ist der richtige Punkt. Wir heben also wieder das hintere Rad ab. Danach kommt die Sicherungsklammer wieder raus. Spitzzange und das war's schon. Durchschlag. Bei der hinteren Bremse ist die Führung des Wandkontakts anders. Der hat hier solche Halter und davon müssen wir 3 Stück entfernen, bis wir beim Stecker sind. Die Halter sind natürlich enorm brüchig nach 30 Jahren. Wenn man es jetzt einfach so mit Gewalt versucht, können sie leicht brechen. Ich habe mir folgenden Trick überlegt. Wenn man die Dinger zusammendrückt, kann man hier oben einen Uhrmacher Schraubenzieher reinschieben. Und jetzt kommt der Hebel leichter. Und auf ist er. Wenn die Teile alle offen sind, kommt man auch in den Wandkontakt da hinten dran. Dann aufpassen. Mit Geruckel geht er raus. Und dann drückt er die Bremse ein bisschen zurück hier. Na, auch schon. Und dann kommt der innere Belag frei. Mit viel Geruckel kommt der dann raus. Gibt es extra Schlagauszieher, aber man kann ja nicht alles kaufen. Und auch der äußere Belag kommt auf die gleiche Methode raus. Da die Belege so schwer gingen, müssen wir natürlich die Führungsschienen wieder gründlich reinigen. Die hintere Scheibe brauchen wir nicht zu wechseln, das erkennt man daran, dass hier fast kein Rand vorhanden ist. Zur Sicherheit können wir aber auch die Dicke messen. Die hat noch 19,8 mm. Der Wechsel
der Bremsscheibe wäre hier übrigens ganz anders wie vorne, weil hier sind die Scheiben mit Topf verbaut. Das heißt, das Radlager und alles bleibt drin. Ihr müsst nur, wie bei meinem S2, die Kreuzschlitzschrauben lösen und dann kommt das ganze Ding runter. Könnt ihr euch in der anderen Anleitung anschauen. Auch hier prüfen wir wieder die Kolbenstellung. Passt. So, dann könnt ihr die Bremsbeläge einsetzen. Schauen, dass ihr die hier trifft. Perfekt. Und dann kommt der Kolben wieder zurück. Stellung hatten wir ja schon kontrolliert. Und bei der Aktion müsst ihr immer schauen, dass der Behälter hier nicht überläuft. Auch bei der hinteren Bremse kommt der Sensor in dieser Lage auf den inneren Belag. Müsst ihr den Belag noch reinschieben. Kleiner Schlag mit dem Hammer. Dann schauen wir uns mal die Orientierung an. Jetzt kommt die Klammer wieder auf die Stifte da hinten. Dann müsst ihr die Polung wieder beachten von dem Stecker und den Stecker verbinden. Wenn der Stecker mal wieder drin ist, kommt er natürlich in seinen Halter. Und jetzt muss diese Kabelführung wieder zusammengebaut werden. Das heißt, das Kabel kommt hier unten jeweils in den Halter rein. Dann wird er eingehakt, dann kommt es hier rein. Der wieder eingehakt. Einhaken tun die Dinger immer leichter wie aushaken. Weil das wisst ihr ja, die Teile sind alle für die Montage entwickelt. Jetzt müssen wir noch die zwei Sicherungsklemmen hier einsetzen. Hier stimmt aber das Loch nicht, also müssen wir wieder drehen. So ist er drin. Hier sehe ich gar kein Loch momentan, also müssen wir den Stift ein bisschen drehen, bis wir das Loch finden. Da kommt das Loch. Aha. Dann können wir den hier ins Loch einsetzen und da muss er über das Ding rutschen da hinten. So, dann kann das Rädchen wieder drauf. Jetzt kann der Kleine wieder auf sein eigenes Rädchen zurück. Bevor wir aber eine Probefahrt machen, müssen wir noch mit Drehmoment anziehen. Nachdem wir alle 4 Bremsen gewechselt haben, kontrollieren wir nochmal den Stand. Der ist nahe Max, so ist es eigentlich gut. Ich habe euch heute mal gezeigt, wie man die Bremsen, also die Schimmsattelbremsen, an einem 944er wechselt. Bremsen sind natürlich eine ganz heikle Sache. Das heißt, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, was ihr da tut, lasst bitte den Fachmann zuschauen oder nachher überprüfen, ob alles in Ordnung ist. So, ich sage euch mal Tschüss, bis zum nächsten Video.